Ja, hallo meine lieben Freunde. Heute geht es zu einem der bekanntesten Motorradtreffs in Nordrhein-Westfalen. Ich bin mal gespannt, was und wie viel noch da los ist, weil wir haben mittlerweile fast Ende Oktober und die Saison ist fast vorbei. Ja, Ja, hallo, hier noch ein kurzer Nachtrag, den ich nachträglich eingeschoben habe. Ja, gut, wie ihr bemerkt haben werdet, ist der Ton immer noch nicht optimal, aber ich arbeite dran, aber es ist überhaupt kein Vergleich zu dem Ton, den ich vorher hatte. Wirklich nicht. Also das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und jetzt bin ich noch dabei, hier die Einstellungen vernünftig einzustellen. Ich habe zum Beispiel vorher die Kameraüberwachung auf 100% gehabt. Ich habe sie jetzt runtergeschraubt auf 70, weil trotz 32 Float Aufnahme ist der Ton nah am Übersteuern. Also habe ich mal so 30% runtergenommen. Dürfte reichen. Im Internet kursiert ja das Gerücht minus 12 dB und solche Scherze und dann bei der Nachbearbeitung die Lautstärke wieder hochziehen oder so. Das kann es nicht sein und das wird es auch nicht sein. Es wird jedenfalls auch ohne diese Spielereien gehen und wie gesagt, ich bin jetzt auf 70% runter und wenn es dann immer noch ein bisschen heftig werden sollte mit der Lautstärke beziehungsweise mit der Aussteuerung, gehe ich halt auf 50 runter, aber minus 12 dB, sorry Leute, halte ich für ausgemachten Blödsinn. Alles klar, so, weiter geht's. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder was auch immer. Ich befinde mich gerade zu einem der bekanntesten Motorradtreffs in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist und ob da überhaupt was los ist, weil wir haben Ende Oktober und die Saison ist fast vorbei. Ja, aber mal sehen. Ich war auch schon 20 Jahre nicht mehr da. Bin mal gespannt, wie das jetzt da aussieht. Aber bevor wir zur Broker Mühle kommen, möchte ich mich nochmal einmal bedanken bei Foto Petter in Oelde. Ja, ich habe zwar immer noch keinen Sponsor, aber der gute Mann hat von meinen Tonproblemen mitbekommen, beziehungsweise ich habe ihm das geklagt und so weiter. Hervorragender Service, gestern ein paar Testfahrten gemacht, alles soweit ganz gut. Ja, und der gute Mann hat mir angeboten, ja gut, wir können dich wohl ein bisschen supporten, was jetzt nicht heißt, dass ich einen Sponsor habe, aber ein wenig Support ist auch ganz gut und der gute Sohnemann vom Herrn Pötter hat auch ganz gut Ahnung. Im Ende ist es das gewesen, was ich auch vermutet habe, dass ich noch ein zusätzliches Lavalier-Mikrofon kaufen musste und dass sich das Ganze jetzt erledigt hat mit meinen Tonproblemen. Auf jeden Fall ist die Strecke wunderschön. Ich kann natürlich auch verschiedene Strecken fahren. Hier kommen sie von überall her, von Bielefeld, vom Ruhrgebiet, aus Holland teilweise und hast du nicht gesehen. Ich sag mal, die Rennleitung, die hat das natürlich auch seit 30 Jahren spitz gekriegt. Also wer Krawall-Auspuff hat und hier einen auf Show machen will, möchte oder einfach mal nur so, der soll aufpassen, dass ihn die Rennleitung hier nicht erwischt, weil erstens gibt es hier Geschwindigkeitsbegrenzung und zweitens, wie gesagt, die Rennleitungen haben ein gutes Ohr hier für zu laute Mopeds. Ich bin auch schon wieder bei
Bei 70 Erlaubten, eieiei. Ja, hier muss man echt aufpassen. Mittwochs, jeden Mittwoch ist hier Motorradtreff. Aber ich schätze mal, jetzt dürfte wohl das letzte Mal sein dieses Jahr, bevor die Saison zu Ende ist. Ja, das ist jetzt die Strecke von Hasewinkel Richtung Klarholz zur Broker Mühle. Wetter ist ja hervorragend, Temperaturen sind auch okay, aber müsste eigentlich gut was los sein. Da bin ich mal gespannt, ob das Mikrofon diesen heftigen Wind heute gepackt hat. Da bin ich mal echt gespannt drauf. Da wären wir, die Broker Mühle, seit über 30 Jahren in Motorradfahrkreisen bekannt als Motorradtreff. Oh, ist ja doch ganz schön was los. Dafür, dass wir Ende Oktober haben. Halt, hier geht's ja gar nicht. Hä? Das sind Löcher, das ist original. Das Ding ist 25 Jahre alt. Das Ding ist 25 Jahre alt. Das ist alles original. Ja, was soll die? Ja, was weiß ich, Gewichtsersparnis oder was, keine Ahnung. Ist doch Hallo oder was? Das ist, ja, könnte Alu sein, ja. 25 Jahre alt. 25 Jahre alt, ja. Vor allen Dingen, guck mal auf den Kilometerstand. Ja, jetzt stehen wir hier an der Broker Mühle. Es ist wieder erwarten doch noch einiges los. Dafür, dass es Ende der Saison ist. Bin ja einmal rumgegangen. Habe schon ein paar schöne Mopeds gesehen hier. So, da wollen wir mal sehen. Dann wollen wir uns mal die Guzzi angucken. Die ist mit Sicherheit nicht original. Also wenn das Ding original ist, dann heißt ich Kaiser Franz. Also das Ding ist dann mal richtig gut gemacht. Diese Guzzi hier, die interessiert mich ja extrem. Also was daran original ist, das ist nicht mehr das meiste. Das ist recht gut gemacht, das Teil. Muss ich echt sagen.
Aber viel Original ist da nicht mehr dran. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. Schönes Bike. So, was haben wir sonst hier noch stehen? Jawohl, ja, alte SR500. Super. So muss das sein. So muss das sein. Alte SR, immer gut. Wadenbrecher. Hey, was ist das denn? Benelli? Was ist das denn für ein Teil? Wem gehört denn die Benelli hier? Was ist das für ein Ding? Habe ich ja noch nie gesehen. Da hat er also was ausnahmsweise mal recht. Was ist? Was kostet, was hat die? 750 Kubik oder hat die mehr? Doch? Ehrlich? Aber die haben einen riesen Zylinder, sieht ja noch viel mehr aus. Alter Schwede. Cool. Da war sonst noch eine Clubman steht da rum. So. Einige 750 stehen hier rum. Ah. Auch schick hier. Aber das ist doch geil, oder? Ja, Hier, dein Moped kommt ins Fernsehen nochmal. da muss aber erstmal eine Natur entrichten hier, mein lieber Freund. Ich muss gar nichts, sterben muss ich. Das ist doch Ja, alles, du was musst ich. doch auch mal erstmal fragen, ob du sowas überhaupt filmen darfst. Das darf ich, solange ich mich nicht draufsetze. Glaube nicht. Das glaube ich schon. Das glaube ich für dich mit. Wenn du meinst. Hier, da springen wir dann drüber hier. Da machen wir dann. Monkey, ey, auch nicht schlecht. Ja, hier zum Beispiel hätten wir eine schöne Guzzi Griso. Um ehrlich zu sein, habe ich das Ding in echt noch nie gesehen. Steht hier einfach mal so rum. Kann man mal machen, würde ich sagen. Ist mir ein bisschen zu aufdringlich, das Styling. Aber warum denn nicht? Die Hauptsache, die Vorderzähne halten es aus. Ja, hier hätten wir noch eine alte eine 750er sogar. Ziemlich seltenes Teil. Zustand ist an und für sich gut. Für Mitte 70er Jahre. Kommt ganz nett. Kann man mal machen. Schönes Ding. Ja, wir haben jetzt knapp 5 Uhr am Nachmittag, Ende Oktober. Und so langsam hat sich die ganze Sache hier gut gefüllt. Oh, was ist das? Was sehen meine müden Augen? Eine neue Himi. Eine neue Himalayan. Oh ja, habe ich noch nie in echt gesehen. Ist das eine von euren? Nee? Schönes Ding. Die soll verdammt gut laufen, habe ich mir sagen lassen. Auch ohne Kinderkrankheiten großartig. Das wundert mich ja, weil es sind ja Inder. Die soll echt gut laufen, die Kiste. Ich habe mal gesehen, wie die eine durchgebrochene Kurbelwelle geschweißt haben. Da, alle Achtung. Die haben die grob ausgerichtet aus 2 Backsteinen. Das war aber die alte Himalayan, die 411er. Nein, das wäre nicht. Die würden nicht 50 Jahre Motorräder bauen, wenn die nicht könnten. Dass die Leistung und die Drehzahlen Aber von hier nicht hinkriegen. das Ding das soll ein goldener Wurf sein. Ich möchte das Ding mal fahren. Top modern. Mein Gott, ey, hier ist da ganz schön was los. Für Ende Oktober gar nicht mal schlecht.
einige schöne Mopeds gesehen hier. Ui, eine alte Bull, eine Harley. Auch nicht schlecht. Ach ja, eine alte, ja endlich mal eine vernünftige GS. Eine alte. Ja, das ist doch mal was. Ja. Ei. Ich war schon mal vor Jahren dazu, war mit Ei, da hat sich aber einer ausgetobt hier, alter Schwede. Ei. Naja, kann man mal machen, ne? Alter Schwede. Alter Schwede, ey. Was für ein Panzer, ey. Ei. Alter Schwede, ey. Was für ein Panzer, ey. Ei. Stange am Harley. Auch nicht schlecht. Ja, alles in allem recht angenehmer Tag und ich hätte nicht gedacht, dass hier so spät im Jahr noch so viel los ist. Das war jetzt mein kleiner Bericht hier von der Broker Mühle, einer der Motorradtreffs in Nordrhein-Westfalen seit über 30 Jahren. Und ich muss gestehen, ich war schon über 20 Jahre nicht mehr hier und es hat sich nicht viel verändert. Ich habe sogar die Rennleitung nicht gesehen, was mich ja überhaupt gewundert hat. Ja, beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich erstmal 6 Monate Kassencheck geben über meine Ausgaben und Einnahmen und was ich ins Motorrad gesteckt habe und hast du nicht gesehen. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem fröhlichen Bis neulich.